Und am Ende entscheidet was? Das hier. Das ist auch Fußball. Die Kasten wir! Ja! Moment, guck mal, auf geht's, direkt da sein! Las Vegas, everybody wanna be famous. 'Cause everybody wanna be famous. Nein, ich zieh mal gerne hier weiter Ausschlag. VIP status. Have fun, have fun. Everybody wanna be famous. Im Training spielen wir 8 gegen 8 zum Beispiel. So Form mit Wettbewerb, manchmal auch mit Bestrafungen. Dann ist immer noch mal mehr Power drin, noch mal mehr Spaß. Es geht von Zehner an die Mannschaftskasse bis Arschschießen oder Feld abräumen. Ich habe so ein bisschen das Feuer gefehlt im Training. Das kann nicht sein, habe ich gesagt. Jungs, jeder einen Zehner rein. Das Besondere daran ist einfach, dass man schon vorm Spiel dieses Gefühl hat, man will unbedingt gewinnen. Und das pusht das nochmal so ein bisschen. Technik, eiskalt! Youth League. Das war immer schon was Großes, hat man schon seit der U14 geguckt. Wollte man immer mal spielen, spielt gegen die Besten. Also das ist mein erstes Jahr Youth League und auf jeden Fall der besonderste Wettbewerb, den wir hier haben und den man, glaube ich, auch auf der Jugendebene spielen kann. Deswegen ist es auch immer geil, wenn man da dabei ist und auch die Spiele sind, die dir am meisten Spaß machen auf jeden Fall. Also die Jungs haben sich schon gefreut, aber die freuen sich immer. Aber klar merkt man, dass es was Besonderes war. Die dürften in Real Madrid spielen, gegen eine von den besten Jugendmannschaften in Europa. Wenn wir nicht einen gewissen Eier haben und uns zutrauen, dabei zu sein, da, morgen, dann ist das scheißegal, was ich euch mitgebe. Wir müssen uns zutrauen, da zu sein. Nicht wie in Brücke erste Halbzeit sagen, wir müssen uns ab der ersten Sekunde zutrauen, da zu sein. Wenn wir heute ankommen, fahren wir einmal dort vorbei, dass ihr auch sehen, wo wir spielen, dass ihr das alles gesehen habt. Und dann gebe ich euch eine Aufgabe mit, das ist, dass ihr euch den Kopf damit beschäftigt, was auf euch wartet morgen und dass ihr es hinbekommt, mit einem gewissen Mut auf dem Platz zu stehen. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir das Spiel gewinnen, ich kann euch auch nicht versprechen, dass wir Unentschieden holen, ich kann euch aber eins versprechen, wenn wir uns zutrauen, da zu sein, haben wir Chancen, was mitzunehmen, ein gutes Spiel zu machen. Wenn wir aber dahin fahren und denken, wow, dann sind wir dort Touristen 2 Tage, aber kommen zurück ohne Punkte. Einen Tag vor, sie haben mit mir geredet, dass ich muss mit U19 spielen und danach U19 spielen. Ich gehe auf der Bank auch gegen Real Madrid mit dem Profi. Für mich freue ich immer mit Glück spielen, auch mit der U19, weil ich habe gutes Feeling mit den Jungs, weil ich war auch 2-3 Wochen verletzt. So für mich war gut, so ich kann spielen und auch für die Jungs. Weil ich denke, wenn ich komme zurück, ich bin wie ein großer Bruder für ihn. Diese Vorfreude ist immer da, dieses Kitzeln so im Bauch. Also ich finde das aber gut, wenn das da ist, weil das heißt eigentlich, dass man sich aufs Spiel freut. Gerade wenn der Gegner Real Madrid heißt. Ja, es ist schon cool, wenn man anreist und dann mit den ganzen Profis fliegt. Das ist ja auch nicht was man alltäglich hat. Auch ein bisschen das Besondere an der Youth League. Und das ist natürlich auch dann ein Stück weit Motivation, aber auch natürlich ein Stück weit, ja, auch ein kleines Ziel, was man hat, wo man halt auch hinkommen will. Man merkt schon, das ist so nicht die U19 fliegt nach Madrid, sondern Borussia Dortmund fliegt nach Madrid. Ja, und das ist dann ganz cool. Wenn man auf das Real Madrid-Gelände kommt, dann merkt man schon, dass es eine ganz andere Nummer ist. Wir sind da angekommen, da stehen die Champions League-Titel, stehen da alle aufgereiht. Das war schon auf jeden Fall was Besonderes. Mega, echt mega.
Das war ja das Stadion, wo die immer in Corona-Zeiten gespielt haben. Ja, und deshalb, ich fand das ganz cool. So dann an den Sonnenuntergang, ich wusste auch irgendwie, da habe ich mit Jonas mich drüber unterhalten, da ging was. Also wir haben schon vor dem Spiel gesagt, da ist was drin. Und es war einfach alles vorbereitet. Es war richtig gute Stimmung auf mich und auch auf den Jungen, weil wir wissen, dass wir haben die Chance gegen Madrid gewinnen. So war ein richtig gutes Gefühl, auch ich denke für alle. Klar achte ich, dass ich gut was esse, also die richtigen Sachen esse, dass ich gut schlafe. Meine Eltern rufe ich meistens nach dem Spiel an. Die lassen mich doch vor dem Spiel immer meine Sachen machen. Also Anspannung steigt natürlich immer mehr. Bei mir meistens erst und so am Morgen vorm Spiel. Also am Abend ist eigentlich immer noch sehr entspannt. Aber dann, wenn du morgens aufstehst und schon merkst, okay, gleich geht's gegen Real Madrid, dann ist natürlich schon, da steigt die Anspannung. Morgen wird das auch entscheidend sein, dass wir das nicht vergessen. Wir haben den Spielplatz gezeigt, das nutze ich öfters, weil es darf halt nicht passieren, dass die Jungs vergessen, wieso die das überhaupt mal machen, was wir tun. Und der Angst darf niemals größer sein oder die Nervosität, als die Freude, so Spiele spielen zu können. Geh morgen raus, Jungs, auf diesen Platz und hat diese Kind in euch ein bisschen drin. You understand, Sam? Matisse, where are you? I need you tomorrow. Don't forget why you play football. Have fun when you go on the pitch. Don't forget why you're playing. Don't forget why did you start to play this game. And have a laugh on your face when you go in there. Klar? Ja. Okay, gut. Schlaf gut. Das war's. Sehen uns morgen. Ja, also das Spiel ist gestartet und ich glaube, wir wussten erstmal nicht genau, was hier abgeht. Ich denke, die erste Halbzeit, wir waren nicht da. Wir waren ein bisschen, auch ich denke, ein bisschen nicht nervös, aber wir wissen nicht, wie sollen wir pressen. Und danach, wir kriegen die 1-0, ich denke, in den ersten 10 Minuten und war nicht so einfach. Zuerst, also bin ich ja ehrlich, da denkt man, ach du Scheiße, 1-0 so früh, die haben die ganze Zeit Chancen, sind am Pressen, dann denkt man schon, wir müssen da rauskommen. Ich glaube, das war absehbar, dass wir uns bald ein Gegentor fangen. Natürlich dann schwer davon sich zu erholen, wenn vor allem dann Real Madrid danach die ganze Zeit noch weiter Powerplay macht. Also sie sind ja nicht nach dem Tor in unsere Aktion gekommen.
Klar, Real Madrid kommt in der ersten Halbzeit zu großen Torchancen, wo es vielleicht auch hätte 2-0 stehen können. Oder ja, bin ich sogar müssen. Aber wir haben ja Robin im Tor gehabt. Das war wichtig. Männer, guck mal die Tiefe! Wir hatten Glück, dass wir nicht höher zurücklegen und dann hatten wir den Plan, in der Halbzeit auf Mann-Mann umzustellen. Wir wussten, wir konnten jetzt nicht 90 Minuten so pressen, aber für 45 Minuten, das würde reichen. Und dann brauchst du ein Quäntchen Glück, das hatten wir dann. Durch den Elfmeter von Nick sind wir wieder ins Spiel gekommen. Und dann hat man schon gemerkt, dass alle dann dran geglaubt haben, okay, hier geht noch was. Ende von zweiter Halbzeit, wir waren da. Auch mit dem Kopf und ja klar, auch mit den Beinen. Das hat man ja auch gesehen, wenn du den Jungs in die Augen geschaut hast. Ich meine, Nick Czerny, 90 Minuten gegen Schalke, 90 Minuten gegen Real Madrid, hat sich da durchgebissen. Ich habe den Jungen immer wieder hochgepusht. Komm, Männer, komm! Musa, der liegt da, wird mit einer Trage vom Platz getragen. Musa hatte einen Krampf und auch einen Krampf, der nicht mehr rausging. Und dann ja auch mit der Trage vom Platz getragen, da wusste auch keiner, was abgeht. Ein paar dachten, er hat sich was gerissen, ein paar dachten, da wäre was noch Schlimmeres passiert. Die Leute da von Madrid hatten ihn gerne aus dem Stadion rausgetragen, glaube ich. Mein Arzt und Physio hat ein bisschen mit denen diskutiert. Irgendwann habe ich mir mit eingeschaltet und hat dann relativ laut gesagt, er hat wieder auf dem Platz zu stehen. Und wir sind froh, dass er wieder auf den Platz gekommen ist, weil er dann natürlich auch am Ende dann ein entscheidender Faktor für uns war. Musa kriegt den Ball, Musa war tot, weil ich tot war, raus mit den Kräften, danach wieder reingekommen. Und danach spielen wir zu Tajon und Tajon macht rein und danach war alles verrückt, ehrlich. Ich habe gesagt, okay, jetzt wir haben gewonnen. Ja, ich glaube, wir konnten es alle selber nicht so fassen, dass Tajon den dann reingemacht hat. Es kam ja auch teilweise ein bisschen aus dem Nichts raus für uns. Unbeschreiblich. Ich habe ja vor dem Spiel schon dran gedacht, da geht was und irgendwie hat es auch alles zusammengepasst. Ja, Mann! Ja, Männer! Wie geil sind wir? Ja! Ja, Junge! Junge! Ich meine, der hat dich zugedeckt! Ja, ich verstehe auch, ich kann jetzt rede ich nicht. Ist okay. Was der Trainer? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, Schieber. Hey, soll ich dir was helfen? Okay, hör zu, Freunde, ich habe es in der Halbzeit gesagt. Wir haben uns vorgenommen, mutig zu sein. Das haben wir die ersten 7 Minuten nicht geschafft. So, dann haben wir 80 Minuten mehr von Mut. Ich habe gar keinen Begriff dafür. Und am Ende entscheidet was? Das hier. Das ist auch Fußball. Musa kann nicht mal aufstehen. Und am Endeffekt stimmst du da rein. Manche, die können nicht mehr laufen. Die aber das ist Fußball, das ist Emotion. Und so will es dann Dortmund-Mannschaft hier sehen. Ihr habt gekämpft, es geht gar nicht mehr. Ihr habt dann den Arsch zusammengerissen, ihr habt gepusht, ihr habt alles gemacht. Es war nicht immer schön, aber es war geil. Ganz ehrlich, es war geil. Genießt den Abend. Das war so anstrengend. Willi. Das war sogar für mich. Ich schwöre sogar für mich. Sogar für mich. Wie ist der Ball, Junge? Ne? Also, hey! Und zweitens keine Leute, ne? Also, das war rein. Das war jetzt rein. Das war rein. Ich hab gerade aktiv. Filippo war ja vorher verletzt und das war die Absprache mit den Profis, dass er höchstens 70 Minuten spielen durfte. Und ich habe es so lange gezogen, wie ich konnte. und der 70. dann runtergenommen. Nach dem Spiel, ich und Kerl,
mit dem Autofahrer zu Bernabeu. Wir haben die ganze Fan Ultras von BVB gesehen, war richtig gut. Und wenn du kriegst rein von einer Area, Nähe des Stadions, die Atmosphäre, du hast dieses Gefühl, das ist anderes. Das da ist nicht normal. Ehrlich, für mich war wie ein Traum, weil normalerweise du guckst dieses Stadion nur vielleicht im TV oder ja, nur wenn sie spielen. Und danach du gehst die Treppe runter und danach die Treppe hoch und du gehst am Platz und du sagst, wow, ich spiele mit den anderen Jungen in Bernabeu. Ja, war richtig klar. Ich war vorher auch noch nie in Bernabeu, das war auch mein erstes Mal da und das ist auch überwältigend. Ein Riesenstadion, alles neu, natürlich auch ein bisschen eine gewisse Aura, die da herrscht. Kannst du ein Foto machen? Wenn wir dann ins Bernabeu gefahren sind, da saß du da ohne dir jetzt Gedanken über das Spiel zu machen. So, man hat 3 Punkte geholt, besser geht's nicht. Dann führen die Profis 2-0 zur Halbzeit. Also ich dachte wirklich, das ist die beste Youth League Auswärtsfahrt, die es jemals gegeben hat. Profis gewinnen auch noch gegen Real Madrid, aber ja, schade. Natürlich ist es ein Traum, wenn man das Bernabeu sieht, dass man da irgendwann mal spielt. Ja, natürlich, ich glaube, den hat jeder, der irgendwann mal Fußball gespielt hat. Wenn du da irgendwann spielst gegen Real Madrid, das ist die Königsklasse im Fußball. Da will jeder irgendwann hin. Ne? Klar, ich wollte spielen, aber auch wenn ich nicht spiele und ich bin im Kader, für mich ist es auch richtig gut, weil ich kann auch lernen von den anderen. So, für mich ist es auch gut, wenn ich spiele und dann auch ich spiele nicht. Diego, sag mal kurz was zum Spiel. Ja, gutes Spiel, gutes Ergebnis und ja. Nick, weglaufen. Was hast du dir beim Elfmeter gedacht? Dass ich den easy reinmache. War der Torwart nicht näher dran? Nö. Wolltest du das schießen? Ja. Entschuldigen Sie, wie können Sie jetzt so gut gehen? Gestern konnten Sie nicht mal stehen. Was ist passiert? Ich würde sagen Wunderheilung. Rein. Schuh könnt ihr gerne anlassen. Ich ziehe mal gerne hier meine Hausschlappen an. Aber das kommt mal nicht rein. Hier ist mein Wohnzimmer. Lieblingsecke in meinem Zimmer. Ja, Wohnung. Couch muss groß sein für die Besucher hier natürlich. Für die Kollegen, die kommen auch gleich. Ich weiß nicht, ob man das zeigen kann, aber wenn nicht, könnt ihr es rausschneiden. Feier nach der 17 Meisterschaft. Sehr schön, Jonas. Das ist jetzt, glaube ich, schon 3 Jahre her, glaube ich. 3 Jahre. Das war in der Vorbereitung, Pokal. Da waren wir ganz gut abgeschnitten, ich glaube ohne Gegentor. Kann man so machen. Jonas und ich haben uns kennengelernt in der U15. Verbindung war direkt da, geiler Kicker, macht unfassbar Spaß mit ihm. Sehen uns öfter, auch neben dem Platz. Wir machen Chicken im Airfryer und einer macht Steak und dann noch so Kartoffeln. Wir brauchen einen Plan. Jonas macht Pesto. Machst du die Kartoffeln? Ja, ich mach Kartoffeln. Geh ich mal ans Pesto ran hier, ne? Mach Gefühl. Hau rein. Parmesan nach Gefühl. Ja, ich bin nicht so ein geübter Kocher, aber mit Leidenschaft.
Als ich in der U15 hier hingezogen bin nach Dortmund, da war Tyler schon ein Jahr hier, hat mich hier gut aufgenommen, mir ein bisschen gezeigt, wie das hier läuft. Sind ja auch in der gleichen Mannschaft gespielt schon immer. Also sind wir eigentlich von Anfang an direkt gute Freunde geworden. Meister, wo hast du Knoblauch? Knoblauch. Da sind noch ein paar Zehen dran. Ich brauche noch zwei. Das sieht noch nach Pesto aus hier. Also meine Mutter hat mir in der Corona-Zeit damals ein bisschen beigebracht. Da haben wir viel gemacht, habe ich viel ausprobiert. Mit so einem Kochbuch war das damals. Und jetzt guck mir ein paar Videos an und ja, versuche das nachzumachen. Man wird halt immer besser. Der Cheat Day ist immer am Wochenende. Gönn ich mir auch mal einen Burger oder sowas. Ja, unser Post-Match-Burger. Ja, der Post-Match-Burger. Was ist das? Keine Ahnung, also da düsen wir vielleicht manchmal los nach dem Spiel oder so. Ja, kurz ein Burger. Immer sehr schön nach dem Sieg. Aber nur nach dem Sieg? Nur nach dem Sieg? Nur nach dem Sieg natürlich, ja. Sonst schmeckt er nicht. Ich gehe auf die Geschwister-Scholl-Gesamtschule hier in Brakel und ich mache da gerade die 12. Klasse und mit den LKs Englisch und Erdkunde. Englisch LK, eigentlich wird mein Lieblingsfach, auch mein Bestes. Finde ich jetzt nicht ganz so schwer. Entspannter Kurs, entspannte Lehrerin und eigentlich auch relativ interessant noch. I give you now like 5 minutes to take some notes. What does American dream mean to those people? Ich würde sagen, dass Schule schon einen hohen Stellenwert hat. Natürlich, Plan B ist wichtig, falls man das mit dem Fußball nicht schafft, dass man da noch ein zweites Standbein hat, aber auch, dass man ein bisschen Struktur im Alltag hat. Okay, one more minute. Manchmal wünscht man sich natürlich, man hätte keine Schule, aber ich glaube, das ist schon für den Alltag und auch für die Zukunft, vielleicht wenn es mit dem Fußball nichts wird, dass es dann schon wichtig ist, dass man da noch was hat. So what's the possibility for everyone? Yeah. Ich glaube, dass man alle Chancen hat, also auch wenn man klein anfängt und arm ist, dann trotzdem noch recht zu werden. Okay, what about in English? I think that when you are born in a not so wealthy family, that you have all the chances to achieve something great and to get rich. Exactly. So have a nice long weekend. See each other next day. Wir haben da viel Support und viel Unterstützung auch und da wird auch schon geguckt, dass da alles läuft. Also wenn man Probleme hat, kriegt man Nachhilfestunden oder wenn es mal nicht so gut läuft, dann weiß der BVB das auch und dann kümmern die sich darum, dass es wieder besser läuft. Also meistens komme ich nach Hause so gegen 16 Uhr. Eigentlich ist man von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr Schule, dann im Anschluss direkt Training bis 19 Uhr. Eigentlich direkt, also dauerhaft unter Belastung. Und dann hat man am Abend noch ein paar Stunden frei, die man dann manchmal auch noch mal für Lernen oder Hausaufgaben nutzen muss. Also ich würde sagen, das ist schon viel, was man da machen muss. Tschüss. Wie immer, ein paar Kleinigkeiten dazugekommen, sprich Tyler ist drüben. Und Kiel und Filippo wird Tyler wahrscheinlich morgen nach unserem Spiel abends auf Profis rüberfahren und müsste sich dort auf die Bank setzen. Dann jetzt spielt er morgen bei uns und kann auch 90 Minuten spielen. Ja, es war ein besonderer Tag für mich. Ich habe dann zum ersten Mal am Abend dann noch bei den Profis dabei. Ich war nicht beim Abschlusstraining dabei von uns, also von der U19. Ich war nämlich drüben bei den Profis und ja, dann war es klar, ich spiele das Spiel 90 Minuten und bin dann später noch im Kader. Also so dann schnellstmöglich nach dem Spiel. Okay, go! Aaron, gib mir dein Schild an. Aaron, gib mir dein Schild an. Spiel den Ball zu Aaron. Ich hatte in die Wochen vorm Youth League Spiel 10 Leute im Training. Das ist schon schwierig, überhaupt mal genügend Spieler zusammenzubekommen, dass wir irgendwas mal machen können, 11 gegen 11. Und gib mir den Ball. In dem Moment war es tatsächlich so, dass ich den Gefühl hatte, ich habe ein Leibchen angezogen als Spieler von Sturm Graz, weil ich dann ein paar Sachen zeigen wollte, also wie wir anlaufen sollen. Und dann ist das manchmal für mich einfacher, gerade einen Spieler zu spiegeln.
speak. Ich verstehe. Ein bisschen Deutsch. But it's really hard to speak, even though I study. Only the bad words. Yeah, we know some bad words, so don't use those. Sturm Graz ist vom Namen vielleicht kleiner als die anderen Mannschaften in der Champions League, aber in der Youth League kann man das auch nicht immer ganz vergleichen mit den Profis, weil das ja auf die Jugendabteilung ankommt. Und da wussten wir eigentlich schon, dass Sturm Graz da auf jeden Fall auch was drauf hat. Also wir wussten, was auf uns zukommt. Und zwar klar, uns erwartet ein physisch starker Gegner. Ich glaube, wir sind in dem Spiel nicht gut reingestartet. Wurden, glaube ich, auch erstmal ein bisschen überrumpelt von der Power und der Körperlichkeit, die haben. Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Willst du wieder mitspielen? Lina, the player? Dann haben wir durch das Tor von Usman das 1-0 gemacht, dann aber relativ schnell wieder den Ausgleich bekommen. Und dann ging es ja hin und her mit Chancen auf unserer Seite. Die hatten Chancen. War ja auch ein sehr junges Team. Vielleicht hat uns da ein bisschen so die Klarheit gefehlt. Wir spielen mit der Diaz, der 8 Tage auf Antibiotika war, davor nicht trainiert hat. William hat mal ein kleines Serum gespielt. Thierry hat 8 Tage Antibiotika bekommen, hat auch nur einmal trainiert. Wir konnten wenig bis gar nicht wechseln. Also die Jungs haben alles auf den Platz gelassen, das ist mir wichtig zu sagen, das haben ja die Jungs gesagt. Aber wir haben uns in einer oder anderen Situation halt nicht gut verhalten. Es war schon schwer für uns, da uns Chancen rauszuspielen, weil wir halt nicht in unser richtiges Spiel mit Ball, wie wir eigentlich spielen wollen, reingekommen sind. Das Tor kam ja auch ein bisschen aus dem Nichts raus. Natürlich auch super gemacht von Samu und Matisse. Come on! You're fucking good, brother! Und danach war es eigentlich so, dass wir dachten, okay, hier geht noch was. Man hat auch, also ich persönlich habe gedacht, dass wir auch noch 3 Punkte holen. Ja, und dann ging es relativ schnell aber auch wieder in die andere Richtung. Ja, nach Abpfiff war man auf jeden Fall niedergeschlagen, wir alle, glaube ich. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Ich war auch enttäuscht, das ist normal. Aber ich finde, man muss einfach Kopf hoch weitermachen. Gut, Freunde, ich habe schon in der Halbzeit gesagt, ich finde, dass wir ein paar Spieler auf dem Platz heute hatten, dass sie es nicht so richtig zugetraut haben, auf dem Platz zu stehen. Ich finde, das war so ängstlich. Ich muss aber trotzdem sagen, Tyler Meister spielt ein überragendes Spiel hinten. Jonas auch, Musa auf der 6 mit 15 Jahren. Matisse, wo er reinkam, Samu auch vollkommen mit seinen 16 Jahren. So, es ist überhaupt nicht alles schlecht. Aber was man lernen muss aus so einem Spiel, das ist, man sagen, okay, dann nehmen wir das 2-2 mit. Wir haben die wieder reingeholt, wir waren 2-1 zurück. So, dann kann man nicht akzeptieren als Trainer, dass 3, 4, 5 Spieler vorne stehen und parken. Und dann kriegen wir ein Ding da hinten rein. Das ist nicht gut genug. Das hat nicht mit Alter zu tun. Ich bin ein sehr emotioneller Typ, aber genau so hart wie es sein kann, genauso geht es in die andere Richtung. Ich bin ja auch derjenige, der teilweise mit den Jungs stehen und die in den Arm nehmen und weinen. Und manchmal ist es hart, manchmal ist es einmal die Haare zu streichen oder Rücken zu kratzen oder keine Ahnung was. Ich glaube, da muss man als Trainer beides haben, auch gerade wenn man mit jüngeren Spielern zu tun haben. Es ist wichtig, beides zu können. Ob ich das kann, dann musst du die Spieler fragen, aber ich tue mein Bestes. Okay, alles gut. Also für mich ging es relativ schnell. Ich muss das Spiel schnell verarbeiten. Ich muss sofort wieder los, muss mich umziehen.
unfassbare Atmosphäre, habe ich so noch nie erlebt. Wenn dann ihren Schals wählen, wenn man reinläuft, total. Also das war schon so ein bisschen der Traum. War nicht so einfach nach der Niederlage, also ich muss schon sagen, saß ich auf der Bank. Klar habe ich den Moment genossen, aber habe schon ein bisschen noch dran gedacht an das Spiel eben. Und lag ja noch in den Beinen, aber durch das Adrenalin, das hast du gar nicht gespürt. Ich hätte nochmal 90 spielen können. Ich habe nur die 3-2 gesehen, nicht so gut, aber wir sind in Top 10, so ist nicht so schlimm und ist nicht die Ende, weil wir haben noch 2 Spiele. Ja, wir spielen jetzt auswärts in Zagreb und dann zu Hause gegen Barcelona. Sie haben eine richtig große Chance, weiterzumachen, weil sie haben eine gute Mannschaft. Ich glaube, unser Gefühl für die nächsten Spiele ist gemischt. Zum einen wäre es natürlich cool gewesen, hätten wir jetzt schon sicher das Ticket für die nächste Runde. Zum anderen ist es aber auch gut, wenn wir mit den nächsten Spielen noch Druck haben, was zu erreichen. Dann nochmal, glaube ich, alle extra Gas geben, weil wir die nächste Runde auf jeden Fall erreichen wollen.